Jahr für Jahr kommen weit über 600.000 Menschen ins Dreiländereck, um das bekannteste Wahrzeichen des Saarlandes in seiner ganzen Schönheit zu sehen. Die Saarschleife gilt als eines der Top-Ausflugsziele im Saarland. 30 Kilometer südlich von Trier und 7 Kilometer von der französischen Grenze liegt die selbsternannte schönste Flussschleife Deutschlands. Die Saarschleife bei Mettlach, Naturdenkmal, Ausflugsziel, beliebte Kulisse für Hobbyfotografen. Die große Saarschleife zieht an. Denn hier vollzieht der mit 235 Kilometern längste Zufluss der Mosel eine Kehrtwendung um 300 Grad. Nach der Woche zuvor wanderten wir um die Triberger Wasserfälle herum und kletterten auf den Teufelstisch. Wir gingen durch die Henneseilbrücke Geierli. Wir genossen den Blautopfsee und erkundeten die Burg Hohenzollern. Für diejenigen, die dieses Video verpasst haben, werde ich einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Heute erzähle ich euch von weiteren interessanten Orten, die Sie besuchen können. Ich habe mindestens einen von ihnen ausgewählt, um in der Nähe zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Komm schon! Das Naturwunder nimmt kurz hinter dem Merziger Stadtteil Besseringen seinen Lauf und endet in Mettlach. Die beiden Orte liegen nur etwa 2 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Doch die Saar fließt einen fast 10 Kilometer langen Umweg durch eine tiefe Schlucht, um ein felsiges Hindernis herum. Die schönste Aussicht hat man unbestritten vom Aussichtspunkt Klof. Um dorthin zu kommen, muss man noch nicht einmal großartig wandern. Im Ort Orscholz sind große Parkplätze. 180 Meter über der Saar schaut man von hier oben auf die Flussschleife. Auf dem Bergrücken gegenüber liegt die Burg Montclair, ein beliebter Zwischenstopp. Schon der Aussichtspunkt ist rege besuchter Platz. Doch mit dem Bau eines 42 Meter hohen Turms explodierten ab 2016 die Besucherzahlen am Klof. Kein Wunder, denn das mächtige Bauwerk ist die letzte Station eines imposanten Baumwipfelpfads. Dabei bahnt ein 12,50 Meter langer Holzsteg den Weg hinauf in die Wipfel. Es geht vorbei an Buchen, Eichen und Douglasien, bis man die Plattform mit einem Blick auf die Landschaft des Naturparks Saar-Hunsrück und auf die Saarschleife erreicht. Zweiter die Allerheiligen Wasserfälle sind die größten natürlichen Wasserfälle des Nordschwarzwaldes und liegen auf der Gemarkung der Stadt Oppenau in Baden-Württemberg auf etwa 530 Meter über dem Meeresspiegel. Die Allerheiligen Wasserfälle zählen zu den schönsten und höchsten Wasserfällen des Schwarzwaldes. Sie stürzen sich über 7 Kaskaden fast 90 Meter die steilen Felsen hinab. Oberhalb der berühmten Wasserfälle liegt die frühgotische Klosterruine Allerheiligen, 620 m, aus dem in der Region typischen Buntsandstein gebaut. Im Jahr 1804 wurde die Kirche vom Blitz getroffen und ist seither weitgehend zerstört. Dritter Monte Cali Hessen. Als Monte Cali oder Kalimanjaro eine sehr große Salzheide des Kalibergbaus bezeichnet. Sie befindet sich bei Heringen, Werra, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg nahe der hessisch-thüringischen Grenze im Kalirevier Werra. Die weithin sichtbare Weiße Heide ist bis zu einer Höhe von 520 m. Da sie überdies als Aussichtspunkt begangen werden kann, ist sie auch zu einer Touristenattraktion geworden. Auf dem Gipfelplateau des Berges angekommen, belohnen wunderbare, weite Ausblicke in das Land hinein für den etwa 15 Minuten dauernden Aufstieg. Vierter Insel Mainau. Eines der beliebtesten Ausflugsziele am Bodensee ist die Insel Mainau. Die Blumeninsel erreichst du per Bodenseeschiff aus Meersburg oder dem eigenen Fahrzeug. Bist du Blumenfan, dann gefallen dir die vielen Blumen und Pflanzen im Botanischen Garten. Das Frühjahr startet mit rund 1 Million Tulpen und anderen Frühlingsblumen, hunderte Rhododendren und duftende Rosen versüßen den Sommer, über 11.000 farbenfrohe Dahlien machen den Herbst unvergesslich und in der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Blumeninsel in einen magischen Wintergarten. Das beliebte Ausflugsziel lädt ganzjährig die Besucher ein. Schon 1827 ließ der ungarische Fürst Esterházy den heutigen Schlosshof anlegen und pflanzte wertvolle exotische ureinheimische Pflanzen. 1853 erwarb Großherzog Friedrich I. von Baden die Insel Mainau als Sommersitz. Er vergrößerte den Baumbestand, schuf das Arboretum und ließ den italienischen Rosengarten anlegen, ebenso brachte er Zitronen- und Orangenbäume sowie Palmen auf die Insel Mainau. Fünfter das Schmetterlingshaus, Tropen am Bodensee. Ein Höhepunkt des Mainau-Tages ist sicherlich ein Besuch im zweitgrößten Schmetterlingshaus Deutschlands. Beim Rundgang durch die exotische Landschaft mit einzigartiger Vegetation kommt echtes Tropenfeeling auf. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 25 Grad Celsius und 30 Grad Celsius kann man etwa 120 frei fliegende Arten tropischer Tagfalter aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika bestaunen. Zeitweise sind auch Nachtfalter mit bis zu 30 cm Flügelspannweite zu sehen. Konstanz, gesprochen Konstanz, am Bodensee ist die größte Stadt am Bodensee. Die Stadt liegt auf einem der Arme des Bodensee.
Sie ist vielfältig, genussvoll und hat einen wunderschönen historischen Stadtkern. In Konstanz kannst du den See und den Blick auf die Berge genießen oder dich durch die Stadt treiben lassen und die Konstanzer Sehenswürdigkeiten bestaunen. Mit rund 85.000 Einwohnern grenzt an die Schweiz und die Stadt Kreuzlingen. Zum Besuch von Konstanz am Bodensee gibt es ein paar Klassiker, die du besuchen solltest. Die wunderschöne Stadt am Bodensee bietet viele Attraktionen neben der Altstadt, Imperia und dem Hafen, die du einfach gesehen haben musst. Na, hat dir das Video gefallen? Wenn Sie gerne mehr interessante Orte oder interessante Fakten erfahren möchten, folgen Sie mir.